Sag mal, Thomas, vergleichst du dich eigentlich oft mit anderen? Wenn ich ehrlich bin? Ja. Ich vergleiche mich ständig. Mit Kollegen, mit Freunden, sogar mit mir selbst von früher. Mit dir selbst? Das klingt anstrengend. Ist es auch. Gestern habe ich meine jetzige Arbeit mit meiner alten verglichen. Und plötzlich dachte ich, früher war alles besser. War es wirklich besser oder glich es nur einem Ideal in deinem Kopf? Gute Frage. Früher glich mein Leben einem klaren Plan. Heute vergleiche ich jeden Schritt mit diesem Plan. Und? Gleichen sich dein heutiges Leben und dein früheres wirklich? Nein, sie gleichen sich kaum. Aber genau deshalb vergleiche ich sie ständig. Weißt du, das ist gefährlich. Wenn man ständig vergleicht, sieht man oft nur, was fehlt. Das stimmt. Ich habe mich früher selten mit anderen verglichen. Heute vergleiche ich mich sogar mit Menschen, die ich kaum kenne. Zum Beispiel? Online. Erfolg, Reisen, Karriere. Ich verglich mein Wochenende mit ihrem perfekten Leben. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Ehrlich? Schlecht. Ich habe gemerkt, dass mein Leben ihrem nicht gleicht, und plötzlich schien meins weniger wert. Aber ihr Leben gleicht doch auch nicht der Realität. Du vergleichst dein Innenleben mit ihrem Schaufenster. Ja, das habe ich erst später verstanden. Damals habe ich nur verglichen, nicht nachgedacht. Ich kenne das. Ich habe mich früher oft mit meiner Schwester verglichen. Man sagte immer, wir glichen uns sehr. Und? Habt ihr euch wirklich geglichen? Äußerlich vielleicht, aber innerlich waren wir völlig verschieden. Trotzdem verglich ich ständig meine Entscheidungen mit ihren. Und hat dir das geholfen? Nein, es hat mich eher verunsichert. Irgendwann habe ich aufgehört, mich ständig zu vergleichen. Wie hast du das geschafft? Ich habe mir eine einfache Regel gesetzt. Vergleich dich, aber nur, wenn es dir etwas bringt. Das klingt vernünftig. Ich habe bisher einfach alles verglichen. Chancen, Fehler, Wege. Vergleichen kann sinnvoll sein, aber wenn du dich dabei verlierst, ist es Zeit aufzuhören. Weißt du was? Gestern verglich ich zwei Angebote. Das war okay. Aber dann verglich ich mein ganzes Leben mit einem Fremden. Und das ist der Punkt. Angebote kann man vergleichen. Menschenleben nicht so einfach. Da hast du recht. Mein Leben gleicht keinem anderen. Und vielleicht muss es das auch nicht. Genau. Nicht alles, was gleich aussieht, ist gleich wertvoll. Also sagst du, vergleichen ja, sich selbst verlieren nein? Ganz genau. Vergleich dich bewusst, aber hör auf, dich ständig mit anderen zu messen. Gut, dann fange ich heute damit an. Ich vergleiche weniger und lebe mehr. Das klingt nach einem guten Plan. Und weißt du was? Dieser Gedanke gleicht einem echten Fortschritt.